Während ganz Deutschland über die Prosecco-Nazis auf Sylt debattiert, wurde am 22. Mai 2024 in London der Untersuchungsbericht zur Nazi-Besatzung von Alderney vorgestellt. Auf der winzigen, nur 8 Quadratkilometer großen Kanalinsel, rund 15 Kilometer von der französischen Atlantikküste entfernt, betrieb die SS-Panzerdivision Totenkopf das einzige Konzentrationslager auf britischem Boden. Ein Ort, an dem noch heute die Spuren jenes grausamen Regimes begutachtet werden können, das die Protagonisten aus dem Sylter Video in ihren unvermeidlichen weißen Klamotten und Strickpullis, die um die Schultern hängen, bagatellisieren oder gar verherrlichen. Ja, die Nazi-Besatzung der Kanalinseln ist nur wenigen bekannt. Tatsächlich eroberten die Nazis jene Inseln schon im Jahre 1940. Die Briten hatten sie damals aufgegeben und demilitarisiert. Die Nazis konnten also hier ohne Gegenwehr diese Insel einnehmen. Sie hatten keinen strategischen Wert für die Alliierten und auch ehrlich gesagt für die Nazis nicht, aber natürlich einen enormen Propagandawert. Die Kanalinseln, wie gesagt, gehören nicht zum United Kingdom, also nicht zum Vereinigten Königreich. Sie sind eigenständige Gebiete. Sie gehören aber zur britischen Krone und daher konnten die Nazis nun behaupten, dass sie eben hier britische Gebiete eingenommen haben. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, liegen die Kanalinseln eigentlich vor der französischen Küste. Ungefähr 15 Kilometer ist Alderney von der französischen Küste entfernt, aber eben fast 100 Kilometer von der britischen Küste. Alderney ist winzig, ungefähr 2 Kilometer lang, ungefähr 1 Kilometer breit. Es leben dort 2400 Menschen. Eine sehr kleine Insel. Dann gibt es auch noch die anderen Kanalinseln. Wir reden hier von Jersey, von Guernsey und von Sark. Skurrilerweise investierte Hitler fast 1/12 des Budgets für den gesamten Atlantikwall, also jene Küstenverteidigungslinie von Skandinavien hinunter nach Spanien in Alderney. Unglaublich, wenn man sich anschaut, wie unwichtig diese Insel im Grunde genommen war. Aber das war ja nur eine der vielen falschen militärischen Entscheidungen, die unser Gröfatz hier getroffen hat. Nicht ohne Grund sind ja die Deutschen auf dem Schlachtfeld nicht so erfolgreich gewesen. Man nennt sie das Volk der Dichter und Denker, vielleicht auch noch der Ingenieure. Aber wie gesagt, das Kämpfen überlässt man lieber den anderen. Wobei, wenn man sich die Liste der Nobelpreisträger der letzten 30 Jahre anschaut, muss man sagen, dass auch hier die Deutschen von den Amerikanern und Briten schon lange in den Schatten gestellt werden. Zurück aber zu Alderney. Warum dieser Untersuchungsbericht? Was war dort geschehen? Nun, es gab hier über Jahrzehnte lang Zweifel, was tatsächlich in Alderney passiert war. Fest steht, dass die Nazis dort ein Konzentrationslager errichteten. Sie nannten es kurioserweise SS-Lager Sylt nach der deutschen Insel. Warum, weiß kein Mensch. Vielleicht war das Lager so hässlich wie Sylt. Walter Jentz schrieb ja über Sylt schon vor etlichen Jahren: Betonsilos am Meer, geballte Hässlichkeit über einer der scheußlichsten Straßen, Friedrichstraße, einer misslungenen Mischung aus St. Pauli und Baden-Baden. Nun, wie gesagt, es gab dieses SS-Lager Sylt. Dort wurden hauptsächlich sowjetische Kriegsgefangene inhaftiert. Sie mussten dann unter menschenverachtenden Bedingungen hier beim Bau des sogenannten Atlantikwalls mitarbeiten, Befestigungen in Alderney bauen, hier Bunker, Geschützanlagen und so weiter und so fort. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es hier schon eine Untersuchung, wie viele Opfer es damals tatsächlich gab, wie viele Personen dort inhaftiert wurden etc. Allerdings wurden diese Informationen dann der Sowjetunion zur Verfügung gestellt, da es ja hauptsächlich sowjetische Gefangene waren, die dort inhaftiert wurden und sogar
in vielen Fällen ihr Leben lassen mussten. Die Sowjetunion hatte dann kein besonderes Interesse, das hier weiter zu untersuchen, aufzuklären und hier für Klarheit zu sorgen. Und so hatten sich in den letzten Jahrzehnten hier etliche Verschwörungstheorien dann gebildet, wonach man sogar sagte, dass dort auf Alderney eine Art Vernichtungslager, eine Art Mini-Auschwitz sozusagen errichtet wurde, wo Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Menschen, unter anderem auch viele Juden, vernichtet werden sollten. Die Untersuchungskommission, die die Vorfälle auf Alderney untersuchte, kam dann Gott sei Dank zu einem anderen Ergebnis. Der offizielle Untersuchungsbericht sagt aus, dass rund 7.600 Gefangene nach Alderney geschickt wurden. Von ihnen verstarben zwischen 640 und 1027 Personen. Ungefähr 100 Personen verschwanden unter ungeklärten Umständen. Es gibt keinen Beweis, dass hier Tausende oder gar Zehntausende Gefangene auf Alderney starben. Es gibt detaillierte Listen jener, die verstorben sind und die gefangen waren. Und offensichtlich gibt es leider auch noch ein Massengrab auf dem lokalen Friedhof von Alderney. Soweit die Erkenntnisse der Untersuchungskommission, die die Vorfälle auf Alderney hier begutachtet hat. Für die Menschen auf Alderney ist es vor allen Dingen wichtig, die eigene Geschichte besser zu verstehen. Wie gesagt, überall auf der Insel finden sich noch Spuren, zum einen der Befestigungsanlagen, zum anderen natürlich auch des Konzentrationslagers und der anderen Gefangenenlager, die es auf der Insel gab. Und bisher in den letzten Jahrzehnten war einfach nicht viel passiert. Zum Beispiel wurde nie jemand angeklagt für die Gräueltaten, die auf Alderney begangen wurden. Hierzu hat, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, der Untersuchungsausschuss erklärt, dass letztlich die Akte zu den Vorfällen auf Alderney, die eine britische Untersuchungskommission direkt nach dem Krieg angefertigt hatte, an die Russen weitergegeben wurde, da die meisten Opfer Sowjetbürger waren. Und die Russen hatten sich eben entschieden, nichts damit zu tun. Die britische Regierung selbst war anderweitig beschäftigt und hat anderweitig nach Nazis gejagt. Und auch für die britische Regierung hatte dann die Aufklärung der Ereignisse auf Alderney eine relativ geringe Priorität. Tatsächlich kann man hier von Cover-ups sprechen. Tatsächlich fordert der jetzt vorgelegte Untersuchungsbericht auch eine Entschuldigung von der britischen Regierung für diese Versäumnisse. Aber wie gesagt, zunächst ist mal jeder erleichtert, dass es hier auf britischem Boden kein Mini-Auschwitz gab, wozu es in den letzten Jahrzehnten immer wieder wilde Gerüchte, um nicht zu sagen Verschwörungstheorien gegeben hat. Dieses ernsthafte Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte, die in diesem Fall auch gleichzeitig die deutsche Geschichte ist, das können wir natürlich von unseren Prosecco-Nazis in Sylt nicht erwarten. Hier fehlt wahrscheinlich einfach die Intelligenz, aber du und ich, wir müssen verstehen, dass auch eine solche Dummheit, eine solche Ignoranz etwas ist, gegen die wir uns auf jeden Fall stellen müssen. Es gab ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder peinliche und aufsehenerregende Vorfälle im rechten Spektrum. Zuletzt wurde sogar die AfD im Europaparlament aus der rechtsgerichteten ID Group ausgeschlossen. Also das heißt, die AfD ist sogar zu rechts selbst für Damen wie Marie Le Pen aus Frankreich. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn AfD-Politiker hier Nazi-Zitate von sich geben, selbst wenn diese zunächst mal harmlos klingen, dann wird hier leider die Nazi-Geschichte Deutschlands verharmlost. Es kommt nicht zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Geschichte, wie ich sie gerade eben auf Alderney beschrieben habe. Man gewinnt sozusagen den Eindruck, dass ja alles nicht so schlecht war oder noch schlimmer, dass es sogar die gute alte Zeit war.
dass es wieder ein Zustand ist, zu dem wir zurückfinden müssen. Nun, ich lebe seit über 20 Jahren im Ausland und mir ist Gott sei Dank in dieser Zeit noch niemand begegnet, der mir gegenüber gesagt hat, Ausländer raus. Das heißt nicht, dass in diesen Ländern alles perfekt ist. Ich habe lange in den USA gelebt und ganz klar gibt es dort sehr bedenkliche Konsequenzen. Wir haben es dort gesehen, als der Kongress in Washington von rechten Spinnern gestürmt wurde. Aber ich persönlich als Auswanderer, als Ausländer in diesen Ländern, in denen ich gelebt habe, musste noch nie eine solche ablehnende Haltung erfahren, wie sie hier von unseren Prosecco-Nazis in Sylt zur Schau gestellt wurde. Und dafür bin ich dankbar. Und es wäre auch gut, wenn Deutschland ein solches Land ist, das Auswanderern, das Ausländern offen gegenübersteht. Denn die Deutschen sind vom Aussterben bedroht. Die Deutschen bekommen zu wenige Kinder. Und wenn wir den Wirtschaftsstandort Deutschland irgendwie am Leben erhalten wollen, irgendwie vielleicht sogar weiter zum Wachsen bringen wollen, dann sind wir auf die Ausländer angewiesen, vor allen Dingen jene aus Afrika, denn südlich des Äquators, das sind die Länder, wo noch weiter viele Kinder geboren werden. Das sind die Länder, wo wir heute investieren müssen, wo wir heute Deutsch unterrichten müssen, vielleicht Bildungs- und Ausbildungsangebote lancieren müssen, damit Deutschland eine Zukunft hat. Also Parolen wie Ausländer raus sind nicht nur dumm im Hinblick auf die deutsche Geschichte, sie sind auch dumm im Hinblick auf die deutsche Zukunft, denn ohne Ausländer ist eine deutsche Zukunft nicht möglich. Alles in allem ein Trauerspiel. Ich bin froh, dass ich aus Deutschland weg bin, schon im Jahr 2000. Ich habe Deutschland verlassen, weil mir die Steuern schlicht und ergreifend zu hoch waren. Sie sind mir immer noch zu hoch. Aber natürlich ist Deutschland mein Heimatland. Natürlich habe ich viele positive Erinnerungen an Deutschland. Natürlich verbringe ich auch heute noch schöne Stunden dort mit Freunden und Familie. Das sagt übrigens nichts darüber aus, dass die aktuelle deutsche Regierung und vielleicht auch die Regierung davor das Thema Einwanderung nicht besonders professionell gehandhabt hat. Das mag schon so sein, aber eine solch ablehnende Haltung, wie sie hier vielfach doch auch online gezeigt wird gegenüber allem, was fremd ist, das ist etwas, von dem man doch deutlich Abstand nehmen muss. Und ich hoffe, dass du als jemand, der diesem Kanal folgt, der hier öfters Videos von uns anschaut, dadurch, dass du dich mit dem Thema Auswandern auseinandersetzt, auch eine entsprechende weltoffene Haltung hast und auch entsprechend deswegen lernst, dass wir auch als Deutsche eine solche Haltung haben müssen. Dass Einwanderung etwas Gutes ist, dass Ausländer in unserem Land viele gute Beiträge leisten. Genauso wie du als Ausländer, wenn du auswanderst, auch dort gute Beiträge leisten wirst. Wie gesagt, ich hoffe, dass ja du, der diesem Kanal folgt, möglicherweise heute in irgendeinem Land lebt und auch dort Ausländer ist. Das heißt, du musst ja, so wie ich, darauf angewiesen sein, dass die lokale Bevölkerung Ausländern wohlwollend gegenübersteht. Sonst könnten wir ja gar nicht in den Ländern leben, auf die wir so weltweit verteilt sind. Es ist also wichtig, eine Haltung, wie sie hier in Sylt gezeigt wurde, so ganz schamlos und vor laufender Kamera von der Möchtegern Schickeria zu kritisieren und auch zurückzuweisen. Das ist nicht ein Deutschland, das wir wollen. Das ist nicht eine Welt, die wir wollen. Das ist keine Welt, in der wir leben wollen, in Deutschland oder im Ausland. Wenn es Herausforderungen gibt, sei es mit Einwanderung oder mit der Geschichte, dann muss man sich sachlich und mit Experten damit auseinandersetzen, so wie es die Bürger von Alderney und die Briten getan haben, sachlich, objektiv und mit aller Gründlichkeit, die die Materie erfordert. Und zuletzt möchte ich dir Folgendes sagen, was ich schon vielfach auf diesem Kanal gesagt habe. Lass dich nicht verführen von markigen Sprüchen von starken Männern, die angeblich die Probleme dieses Landes und die Probleme der Welt lösen können. Parteien, die solche Lösungen in Aussicht stellen, bringen uns alle Unheil. Das ist das, was die Geschichte gezeigt hat. Wir brauchen keine Orbans, wir brauchen keine Trumps, wir brauchen keine Putins. All diese Leute schaden uns, schaden dem Land, schaden den Ländern.
Schaden der Demokratie. Diese Leute können dich nicht retten und können dir nicht helfen. Du kannst dich höchstens selbst retten und kannst dir selbst helfen. Du kannst für dein eigenes Leben Entscheidungen treffen, für dich und deine Familie, für dich und deine Kinder in Eigenverantwortung, die dein Leben 100-mal besser machen können, als es heute ist. Du kannst dir einen neuen Job suchen, du kannst ein neues Business aufbauen, du kannst, und darüber reden wir hier laufend ja, ins Ausland umziehen und so Bedingungen schaffen, die deiner Familie ein besseres Leben ermöglichen. Das hast du unter Kontrolle, das kannst du konkret tun, um deine Lebensbedingungen und die deiner Familie zu verbessern. Und das sollte eigentlich dein Ansatzpunkt sein. Setz deine Hoffnungen nicht auf solche Parteien, Gruppierungen, Personen und eben hier starke Sprüche. Das bringt uns nirgendwo hin und ist eine komplette Illusion. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.